Ja, guten Morgen. Ich bin heute Morgen um ungefähr 5 Uhr hier im Hotel angekommen. Nach einer relativ langen Anreise. Der Flug ging zunächst von Frankfurt nach Abu Dhabi, da nochmal 3,5 Stunden Wartezeit. Dann weitergeflogen nach Islamabad, da sind wir um 3:40 Uhr ungefähr angekommen, bis ich durch die Einreisekontrolle war. Mein Gepäck hatte was 4:30 Uhr, bis ich im Hotel war, war es knapp nach 5. Ich habe jetzt bis um 1:30, 13:30 Uhr geschlafen und wir würden jetzt mal gucken, dass wir was zu essen irgendwo finden. Das Wetter ist so lala, es ist bewölkt. Ich kann mal kurz auf unseren kleinen Balkon rausgehen. Es regnet hier momentan jeden Tag. Gestern auch ziemlich viel. Mal gucken, wie es heute wird. Übrigens die Bestätigung, dass der Flug ausgefallen ist. Wir versuchen jetzt schnellstmöglich ein Fahrzeug zu organisieren, um 15 Stunden nach Skardu zu fahren. Wir freuen uns. Frühstück. Wir haben jetzt ein Fahrzeug organisiert und fahren jetzt von hier aus los. Sind irgendwie gegen Mitternacht oder so da. Je nachdem, in welchem Zustand die Straße ist. Das ist natürlich weniger gut, als wir uns das gewünscht hätten. Aber wir haben morgen Contingency Day in Skardu, so können wir trotzdem noch rechtzeitig starten. Hallo! Wir haben ja noch ein bisschen Frühstück und machen uns gleich auf den Weg. 15 bis 16 Stunden Fahrt. Unser Fahrer. So would you please tell me your name again? Zafar Khan. Zafar from Gilgit. From Gilgit, yeah. You will be our driver, so we're looking forward for the next 16 hours on the road. So, wir haben hier zum Mittagessen zusammengefunden, auf dem Weg 16 Stunden hoch nach Skardu. Und hier gibt es Fisch. Wie ihr unschwer sehen kann. Und wir werden ein bisschen Forelle essen. Oh, it got away.
Also es ist jetzt ungefähr 19:15 Uhr. Wir sind noch 280 Kilometer von Skadu entfernt, aber die Straße ist durch den Erdrutsch versperrt. Wir werden jetzt zur Polizei fahren und die bitten, das Polizeigasthaus aufzuschließen, dass wir hier bis morgen früh übernachten können, hier in der Gegend. Und dann versuchen, morgen früh weiterzukommen. Das sind sicherlich nochmal 6 Stunden oder so, bis wir in Skadu sind. Ja, guten Morgen. Es ist jetzt aktuell circa 7 Uhr. Wir haben alle ganz gut geschlafen, machen uns jetzt auf den Weg, holen was zum Frühstücken und fahren dann hoffentlich nach Skadu. Hinter uns die Straße ist immer noch gesperrt. Wir müssen jetzt quasi hier ein bisschen warten, bis es geräumt ist. Bis dahin warten hier einige 100 Fahrzeuge. Und da hinten auch noch mal einige 100. Dadurch, dass die letzten Tage so viel geregnet hat, ist der Karakorum Highway an verschiedenen Stellen unterbrochen. Und der Erdrutsch und Schlammlawinen. Und es dauert einige Zeit, bis das alles ausgeräumt ist. Wir warten jetzt seit ungefähr einer Stunde, dass es hier weitergeht. Bis jetzt tut sich allerdings noch nichts. Die Schlange an Fahrzeugen, die hier steht, ist wesentlich größer geworden noch. Nächstes Jahr soll hier auf der anderen Seite vom Indus der neue Karakorum Highway fertig sein, der deutlich höher liegt und deutlich weniger erdrutschgefährdet ist. Hinter mir wird die Straße immer noch freigeräumt, jetzt knapp 2 Stunden vergangen, aber wir sind guter Dinge, dass es bald weitergehen kann. Die Motorräder können schon teilweise passieren, immer mal wieder so in einzelnen Zügen quasi. Für Autos ist noch kein Platz.
Wir haben es geschafft, nach 2 Tagen Fahrerei sind wir jetzt um 6:30 in unserem Hotel hier angekommen in Skadu. Das Wetter ist super, hinter mir fantastische Aussicht. Vor Skadu fließen der Indus und der Shiga River zusammen und bilden so ein großes Wasserwasser. Jetzt erstmal ein bisschen ausruhen, duschen und dann schauen, wie es weitergeht. Unser Guide, den haben wir schon getroffen, der ist in unseren Pässen zur Registratur. Hoffen, dass es heute alles noch über die Bühne geht, dass wir morgen rechtzeitig starten können. Ja, guten Morgen, es ist jetzt 5:30 Uhr. Wir sind aufgestanden, gegen 5 haben alles gepackt, sind soweit fertig und warten jetzt ab, ob unsere Papiere auch fertig sind, sodass wir losfahren können. Es ist ein schöner Morgen, es ist angenehm, nicht zu kalt. Hinter mir ist das Shiga-Tal mit dem Shiga River und auf der von mir aus gesehen linken Seite die Kosagang-Gruppe. Wir sind so seit ungefähr etwa einer Stunde unterwegs und fahren jetzt Richtung Askole weiter. Ja, neben den ganzen Erdrutschen auf der Strecke hier hoch ist jetzt eine der Brücken hier defekt. Oder besser gesagt die zweite. Wir sind schon einen anderen Weg gefahren, weil ein Weg unpassierbar war. Jetzt gibt es hier so eine Holzhängebrücke, die wird gerade repariert, weil die an unserer Seite hier kaputt ist. Sie gehen davon aus, dass es mindestens eine Stunde dauert. Wir gehen in der Zwischenzeit was essen und warten ab, wie sich die Situation weiterentwickelt. Chapati Kyung, ja? Chapati. So, wir hatten ja gerade unser Mittagessen und sitzen noch in diesem schönen Garten mit vielen Obstbäumen bei strahlendem Sonnenschein und relaxen so ein bisschen. Wir warten, bis die Brücke repariert wird. Wir hoffen, dass das so in der nächsten Stunde sein wird. Dass wir dann weiterfahren können, weil es sind bis Askole noch ungefähr 3 Stunden. Und wir müssen zwischenzeitlich auch nochmal einen Teil durchqueren zu Fuß und die Jeeps wechseln, weil es auch irgendwie ein Problem auf der Strecke gibt. Das sehen wir dann. So, das ging doch schneller als erwartet. Wir können jetzt tatsächlich schon weiterfahren.
Es hat vielleicht 1,5 Stunden gedauert. That was fast. I thought that would take longer. I did the phone for the higher shop. Ah, okay. Then after the Bacakan, welcome back. Agia, Keratise. Kecuar dobaरा. जवाहिर का धोल से जवाहिर जवाहिर मोर में संसरा ले लो रे
Ja, wir sind jetzt nach etwa 8-stündiger Autofahrt endlich in Ascoli angekommen. Auf 3000 Meter über normal Null. Haben unsere Campsite bezogen, Kleinigkeit getrunken und machen gerade einen kleinen Spaziergang durch Ascoli. Und das ist ganz schön, weil unterhalb des Dorfs ist es sehr ruhig und schattig und kühl. Die Sonne ist noch ziemlich intensiv und es ist super heiß. Das heißt, morgen stehen wir um 5 Uhr auf und machen uns um 6 Uhr auf den Weg, dass wir die erste Stage schaffen, bevor es so richtig heiß wird.